Die alte Stromburg auf dem Pfarrköpfchen, jetzt bei History Travel Nature. Die Burgruine wurde erst Mitte der 80er Jahre entdeckt und ausgegraben. Und dies eigentlich nur, weil man sie für römisch hielt. Wo sie liegt und was es sonst noch alles Wissenswerte über sie zu berichten gibt, erfahrt ihr in unserem Bericht. Die Ruinen der Burganlage aus der Zeit der Salierkaiser liegen auf dem eingangs erwähnten Bergsporn bei Stromberg in Rheinland-Pfalz. Aufgrund der Bauweise und Münzfunde aus dem zweiten Viertel des 11. Jahrhunderts kam man zum Schluss, dass es sich hier um die Burg des Grafen Berthold von Stromburg handeln muss, welcher in einer Urkunde von 1056 als Zeuge genannt wird. Die Herren der Burg waren Ministeriale des Kaisers und vertraten seine Interessen in der Region. Die Hauptburg auf dem schmalen oberen Plateau ist der älteste Teil der Anlage. Dort stand ein einziges großes Gebäude mit 2,5 Meter dicken Mauern. Die bugförmige Spitze zur Angriffsseite hin weist auf den deutlichen Wehrcharakter des Baus hin. Da Teile der Burg durch den im 19. Jahrhundert betriebenen Kalksteinbruch im Westen zerstört wurden, lässt sich über die ursprüngliche Größe nur noch spekulieren. Die heute noch sichtbaren Mauern von 27 Metern Länge und 8 Metern Breite lassen jedoch auf ein Bauwerk beeindruckenden Ausmaßes schließen. Für den Bau wurden übrigens teilweise Steine, welche von römischen Gutshöfen der Umgebung stammen, verwendet. Dies erklärt den ursprünglichen Irrtum, welcher zu den Ausgrabungen führte. Neben Wohnräumen verfügte das Gebäude, zumindest zu Anfang, über eine Küche, eine Schmiede und Stallungen, wie archäologische Funde belegen. Die etwa 3,5 Meter tiefer liegende romanische Doppelkapelle schließt als eigenständiges Gebäude an den Hauptbau an. Das obere Geschoss war direkt vom Plateau der Hauptburg zugänglich. Im Kapellenschiff wurde ein 2x2 Meter großes Rosettenmosaik gefunden. Dieses wird auf Mitte des 12. Jahrhunderts datiert. Es kann im Heimatmuseum der Stadt Stromberg angesehen werden. Die Kapelle war mit der Mauer der auf der unteren Geländeterrasse liegenden Vorburg verbunden, weshalb diese ebenfalls auf das gleiche Alter datiert wird. Dort standen zwei Gebäude. Das eine war mit jeweils 0,7 Meter breiten Quermauern in 4 Räume unterteilt. Das zweite bestand nur aus einem großen Raum und fiel laut Befunden einem Brand zum Opfer. Leider ist der Grundriss wegen der Zerstörung durch den Kalksteinabbau nicht mehr vollständig. 1116 scheint die Burg angegriffen worden zu sein. In diesem Jahr beschwert sich Kaiser Heinrich V. beim Mainzer Klerus über die angebliche Zerstörung der Anlage durch den Mainzer Erzbischof Adalbert. Falls das der Wahrheit entspricht, muss die alte Stromburg repariert worden sein. Laut der Befunde wurde die Burg noch eine Weile genutzt. Spätestens zum Beginn des 13. Jahrhunderts
gab man den Ort jedoch systematisch auf. Doch was waren die Gründe dafür? In den Verzeichnissen der Pfalzgrafen am Rhein wird sie 1353 als alte Burg zu Stromberg und im Lehensbuch vom Pfalzgraf Ruprecht III. Im Jahr 1401 als die alte Burg bezeichnet. Warum genau die Burg aufgegeben wurde, ist nicht restlos geklärt. Allerdings lag sie strategisch ungünstig. Auch die Ausbaumöglichkeiten waren schon ausgereizt. Deshalb begann man wohl, sich nach einem geeigneten Ort für eine neue Burg umzusehen und errichtete auf dem gegenüberliegenden Hügel die heutige Stromburg. Fragen und Feedbacks könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch eine burgenreiche Zeit, sage Tschüss und bis bald.